Welcome back mit diesem Mann hier gerade an der Strippe. Der Kienzel. Der Kienzel. Mit dem schweißt es in der Vorbereitung immer extrem zusammen. Neuer Start in die Woche. Nach einem wirklich bezaubernden Wochenende. Wir hatten ein tolles Community-Seminar. Community zusammenkommen. Und das war wirklich extrem geil. Aber wie das Leben auch so ist, gibt es auch stressige Situationen, gerade im Privatleben, Dinge zu klären, die auch während der Vorbereitung nicht spurlos an einem vorbeigehen. Und deswegen habe ich Markus gesagt, ich sollte nackt filmen. Der mir doch immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, muss man sagen, der Schlawiner. Auch bester Mann. Wir filmen heute trotzdem, weil das muss ich euch auch mal zeigen. Ich habe viel im Community-Event drüber erzählt und mich viel ausgetauscht mit euch, unter anderem mit dem harten Kern, dass ja, die Psyche eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich bin heute Morgen auch auf die Waage gestiegen. Es waren wieder 2 Kilo mehr drauf, wo du dir denkst, ey Mann, ich bin jetzt schon ein paar Wochen in der Vorbereitung. Es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag super Energie habe und gar keinen Hunger verspüre. Und das fuckt einen dann schon ab. Das kann jeder Bodybuilder oder jede Bodybuilderin oder jeder, der Diät macht, kann, glaube ich, relaten dazu. Weißt schon. Ja, apropos weißt schon, hat mir ein paar coole Sachen rübergeschickt. Ein paar Elbow Sleeves und Knee Sleeves. Und soll lieber selber mal herkommen, statt seine Sachen zu schicken. Ja, wollte er auch tatsächlich. Aber vielleicht ja im nächsten Video. Und leider heute auch mein Trainingspartner krank zu Hause liegt. Der Dennis, gute Besserung an den. Ist hoffentlich bald wieder am Start und wir können zusammen trainieren. Aber das waren auf jeden Fall heute lauter so Dinge, wo ich die Nachricht bekommen habe, ey fuck, wir ziehen heute trotzdem durch. Und da muss ich heute ein bisschen tiefer ins Waffenarsenal greifen. Der hier. In den meisten Fällen werdet ihr den jetzt gerade nicht zu Hause haben, aber er kommt bald wieder mit noch ein bisschen mehr Schlagkraft in die Fresse. Wann genau, das muss ich noch abchecken. Solange könnt ihr euch aber, und vor allem wenn ihr einen guten Tag habt, mit dem hier, Crank Pump Pro 2.0, Tropical Punch ist mein Favorit, über Wasser halten. Den solltet ihr ein bisschen sparsamer benutzen. Stimulantien-Booster vor jedem Training bin ich nicht so der Fan. Irgendwann am Ende der Vorbereitung kann ich mal sagen, hey, 2-3 Wochen kannst du schon jeden Tag einen Booster nehmen. Habe ich auch gemacht, bin ich auch so ehrlich, mache ich auch. Aber Stimulantien im Übermaß fördern dann nicht gerade die Regeneration. Das Ganze, da muss ich meinen guten Freund Steve Bentin zitieren, die Boosterkeit beginnt auch im Kopf. Das mentale Ready machen ist auch essentiell für eine Trainingseinheit. Und ich habe auch gemerkt, das kann auch zu weit gehen. Früher habe ich mir daheim, ich habe mich hingesetzt, eigentlich kennst du die Leute noch aus Berlin von einem der ersten Videos, wenn ihr mal runterscrollt in der Timeline vor 3 Jahren oder so. Da saß ich dann da, ich habe schon Bodybuilding Motivation geguckt, ich war schon so locked in, bevor ich überhaupt im Gym war. Und das hat mir irgendwann so heftig mein Genick gebrochen, weil du dir dann so viel Druck für die Session aufbaust und die dann oft auch verhaust, weil du mit viel zu viel Anspannung in das Ganze reingehst. Dachte ich mir mal, ich bin mit meinen Birkenstocks hier angekommen, hab die draußen ausgezogen, bin hier rein spaziert, hab mich erstmal hingesetzt, hab Stefan geschrieben, wie meine Gemütslage ist. Hab Dennis gesagt, hey Mann, ich ziehe jetzt durch für dich. Du liegst krank daheim, nächstes Mal brauche ich dich wieder. Rühre mir jetzt einen Booster an und werde dann tatsächlich auch rübergehen in den Cardio-Mobility-Bereich. Werde erstmal ein paar Planks machen und ein bisschen ja, Mobility für den Rücken. Weil ich auch gemerkt habe, wenn ihr dann sowas wie, also so Accessoires wie jetzt Bauch oder Waden oder so, in dem Fall mache ich keine Waden, aber wenn ihr die mal dann als erste Übung macht oder euch selbst nur auf den Drahtesel setzt für 10-15 Minuten und da langsam den Körper hochfährt, auf Temperatur bringt, das kann schon viel ändern und dann könnt ihr auch ganz anders ins Training einsteigen. Was auch wichtig ist, die Kiste hier, da wird dann Musik angemacht und die wird liegen gelassen, weil während dem Training dann noch aufs Handy zu gucken, wo Nachrichten reinflattern oder sonst was, das könnt ihr überhaupt nicht gebrauchen. Die Stunde, die 1,5, die gehören nur euch. In dem Fall gehören sie nur uns hier. Und ja, ich zeige euch dann, wie man daraus dann doch eine produktive Session machen könnte.
Man merkt auch, dass man dem Olympia oder der Saison näher kommt, wenn dieses Blatt hier. Das ist meine Posing-Kür. Ach, guck an. Die ist weitestgehend fertig. Es wird richtig episch. Ich freue mich extrem drauf. Das ist immer für mich nochmal so ein eigenes Kunstwerk, was man neben dem Körper dann eben auch auf die Bühne bringen kann und erschaffen kann. Das ist noch die Startnummer von letztem Jahr im Olympia. 2,7 Represent. Wenn man kopfmäßig noch nicht so richtig im Training ist, manchmal geht man ja ins Studio rein und denkt sich, Alter, ich gehe jetzt ans Gerät und dann geht's richtig los. Das ist oftmals in der Off-Season der Fall. Also im Aufbau gibt es eigentlich keinen Tag, wo ich sage, hey, jetzt muss ich mich erstmal eingrooven. Aber in der Vorbereitung, wie vorher schon gesagt, kommt sowas öfters vor und das ist auch normal. Das ist auch menschlich und das ist auch wichtig, beziehungsweise signalisiert euch ja euer Körper, hey, du bist gerade in einem Defizit. Eigentlich habe ich keinen Bock, mich zu bewegen. Dementsprechend leg dich da auf die Couch, mach hier Netflix an und chill deine Eier. Da man so aber kein Fett verliert und in Form kommt, muss man den Körper natürlich anderweitig auf Betriebstemperatur bringen. Was ich dann gerne mache, ich nehme mir einfach so dieses Black Roll Set, roll erstmal hier meine Plantarfaszie aus am Fuß. Auch ein spannendes Thema. Aber jetzt werde ich wieder hier zu nerdig. Verkaufst du eigentlich so getragene Socken nach dem Faszienrollen? Gibt es bestimmt Abnehmer. Tatsächlich schon öfters mal die Anfrage reingeflattert, wo ich mir aber auch denke, hey Mann, da muss ich mir selbst immer neue Socken holen. Die muss ich dann ja auch erstmal einlaufen, deswegen behalte ich die schön bei. Hier sind 2 neue Kunstwerke von Frost angekommen. Shoutout an Frost von 187 aus Hamburg. Glotze ist auch am Start. Kann ich Machiavelli Motivation, kann ich da empfehlen. Schaut gerade in einem YouTube-Video ein YouTube-Video. Wow, das ist schon deep jetzt. Das ist hier Machiavelli Motivation an alle, die gerade mit dem Training anfangen und so ein bisschen Bodybuilding-Motivation sehen wollen. Ronnie. Und dann gehe ich hier eigentlich auf die Matte, cruise mich so ein bisschen ein einfach und mache dann Planks. Planks sind generell gut für den Rumpf, gut für die Rumpfstabilität. Ich finde so, wenn ich die so vor dem Training auch oft mache, gerade bei Rücken, was wir heute trainieren, hast du noch mal eine gute Stabilität und ja, tust dir generell was Gutes damit, ob du jetzt Rückenschmerzen hast oder mehr Bauchspannung brauchst oder so. Dementsprechend mache ich da 3 Runden, roll mich dann noch ein bisschen hier rüber über das Tool, mache den Rücken ein bisschen auf und das dient alles, wie gesagt, klar ist es auch gut für den Muskel, kommt schon mal ein bisschen Blut rein und man dehnt sich so ein bisschen, aber das dient alles eher zur mentalen Komponente, so dieses Vorbereitende aufs Training. Es sind so Movement Preps, vorbereitende Übungen sozusagen auf das bevorstehende Training und dann geht man zur ersten Übung und macht seine Aufwärmsätze. Und das Ganze hilft extrem dabei, also es ist wirklich krass, was so 5 Minuten in dem Raum hier dann ausmachen und ja, wie viel besser das dann euer Training machen kann, weil so immer aus der kalten Hose zu starten, das kann dann in dem Flow bleiben, aber wenn der Körper jetzt hochfährt und warm wird, dann ist es auf jeden Fall Multitasking, ich kann nicht reden und noch was machen gleichzeitig. Wie lange machst du das jetzt? So 3 mal 1 Minute oder je nachdem. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen leichter, jetzt fällt mir das auch alles leichter, also ich kann fast schon High Rocks machen. Bin ich schon auf jeden Fall auf Betriebstemperatur. Jetzt ist man so angeschwitzt. Ich habe jetzt hier 3 Runden gemacht. Rolle mich jetzt hier noch ein bisschen drüber. Öffne immer zwischendurch so ein bisschen meine Schulterblätter. Wir arbeiten ja gerade gleich viel aus dem Rücken. Den hier noch ein bisschen auf. Kriegen einfach ein gutes Gefühl, connecten zu unserem Körper. Mind, Body and Spirit. Das ist es. Also schön Connection aufbauen, gucken,
dass alles geschmeidig ist und dass man dann gleich gut ins Training einsteigen kann. Ich wurde gestern in meiner Fragerunde auf Insta auch gefragt, wie mein aktueller Split ist, und an dem einen Rückentag fange ich mit Bizeps an. Bizep, nachdem Markus da war, müssen wir das auch wieder klarstellen und sein Schweiß hier jetzt verewigt ist. Ey, mir geht es gerade wieder so viel besser, guck mal, krass. Das Training ausmacht. Wir fangen an mit Spider Curls, mit Kurzhanteln. Ist tatsächlich meine neue Lieblingsübung geworden, muss ich sagen. Zusammen mit der Maschine, wie die wir danach machen. Weil ich so ultimativ gut, ich habe die früher im Bunker tatsächlich immer mit der SZ gemacht, aber einzeln mit der Kurzhantel kannst du die nochmal so genial kontrahieren, und das macht dann richtig Bock, wenn du weißt, hey, ich spüre da meinen Muskel komplett asozial und kann den dann weghämmern. Und seit ich auch so mit dem Gefühl gehe und auch mit den Sätzen so gehe, wie es passt, also meistens 2, wenn einer nicht so passt oder wenn ich Bock auf noch einen habe, dann noch einen, oder sogar nur einen, wenn der voll passt, hat die Trainingsdynamik auf jeden Fall ein ganz anderes Level erreicht, und das macht so schon Bock, muss man sagen. Wir hatten jetzt viele Trainings mit anderen Leuten und so, was auch sehr geil war, aber jetzt kommt gerade diese Urs-Markus-Dynamik richtig zum Vorschein, es ist Prep-Modus, es wird asozial gehustelt und Gas gegeben. Das ist auch herrlich und immer natürlich Teil einer jeden Vorbereitung. Ich habe es vermisst, so muss es sein, nur jetzt unter anderen Umständen. Der Bär kommt. Mit den Dingern noch echt geil. Das erste Mal, dass ich dann was Dickes in der Hand habe. Du könntest ja mal bei mir anfassen, aber du willst ja immer nicht. Zweite von 2 Bizepsübungen, die ich vor dem Rückentraining mache. Ist jetzt hier High Curl Maschine. Sehr geiles Teil. Da stelle ich mir jede Wiederholung vor, wie ich so einen richtig hohen Peak am Start habe. Ich sitze hier ein bisschen tiefer, gucke, dass ich hier, ja, nicht über dem Kopf, aber hier oben arbeite und so die Hand versuche hinter den Kopf zu ziehen. Nicht nur stärker werden, sondern auch besser werden. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Besser werden in Übungen, vielleicht mal auch Tage, weil wir heute ja beim Thema sind, die nicht so gut laufen, nutzen, um keine neuen PRs zu machen zum Beispiel. Jetzt nicht extrem schwere Gewichte dann zu bewegen, weil es halt sein muss, sondern zu sagen, hey, vielleicht habe ich heute nicht die Power. Ich meine, meine Power ist heute irgendwie gut da. Das kann auch sein, dass euer Psyche euch was vorgaukelt und die Power eigentlich schon drin ist. Aber falls mal nicht so ist und die Psyche da ist, aber die Kraft fehlt, nehmt euch ein anderes Ziel, setzt euch eine andere Challenge. Ich versuche jetzt die Technik richtig geil zu machen. Ich arbeite mit verlängerten einer verlängerten Negativkadenz sozusagen. Ich lasse das Gewicht nicht 2 Sekunden unter, sondern 5 Sekunden. Oder ich halte es mehr, oder ich dehne es mehr. Lauter so Sachen, die man dann variieren kann und auch darf. Ich lade dich herzlich dazu ein, das zu machen. Das wird euch nicht schlechter machen. Im Gegenteil, es macht euch sogar besser. Und für alle Wettkampfathleten und Athletinnen nach dem Wettkampf ist genau dasselbe. Ihr habt vielleicht das unmittelbare Ziel nicht mehr am Start, aber sucht euch ein anderes Ziel, versucht vielleicht stärker zu werden, versucht euer Training anzupassen, Spaß zu haben im Training. Geht rein und trainiert einfach mal 4 Wochen komplett intuitiv und sagt, hey, heute habe ich Bock auf Beine, heute habe ich Bock auf Rücken. Geht weg von diesem zwanghaften, ich muss, weil das ist das Beste, weil der und der das gesagt hat, sondern
Ja, das ist jetzt meine Mission, da euch an eure eigene Intuition zu erinnern. Genau die richtige Wahl gewesen. Auf beidarmig zu gehen jetzt? Ja, aber ich finde, ich habe mit der ersten Übung schon so gut diese Grundarbeit gemacht und den einen Satz hier so weggeknallt, dass ja mit einfach beidarming ein Satz die intramuskuläre Koordination, also von beiden Seiten das Zusammenspiel, wie man am Ende auch auf der Bühne steht mit einer Doppelbizeps. Also klar gibt es auch die einzelne, aber du willst dann beide nochmal zusammen spüren und zusammen fühlen, und das geht bei der Maschine und bei dem letzten Satz richtig gut. Und da hat mein Körper mir oder mein Kopf mir gesagt, mach beide Seiten und knall die richtig weg. Und die habe ich auf jeden Fall mit mehr Druck und mit mehr Leidenschaft weggehauen, als würde ich sie jetzt einzeln stupide machen. Jetzt gibt es Überzüge am Kabel. Ich muss sagen, habe ich früher viel gemacht, dann eine Zeit lang nicht mehr gemacht, sondern immer angefangen mit Rudern. Und dann habe ich angefangen mit Dennis zu trainieren, der eine Lat-Schwäche hat sozusagen. Und habe dann gemerkt, ey, das so als erste Übung auch zu machen, ist absolut genial. Jetzt habe ich hier natürlich das perfekte Setup dafür. Und dafür nehmen wir hier einmal die Schlaufen und arbeiten hier auch einzeln. Und da arbeite ich mich dann hoch, wärme mich richtig auf, fühle mich in den Muskel rein, bringe Blut rein, mache dann einen schweren Satz damit und mache dann noch einen hinterher auf ganz besondere Art und Weise, aber das gibt es dann danach zu sehen. Tage wie heute passieren immer seltener, wenn man eben den Spaß im Training hat. Ich bin mir sicher, wäre der Dennis jetzt auch angriffsbereit gewesen heute und wir hätten zusammen die Session gemacht, wäre es auch ganz was anderes gewesen. Oder wäre Alice jetzt auch daheim gewesen und wäre nicht unterwegs gewesen, so, dann hätte die wie heute Morgen auch schon gesagt, ey, Schwamm drüber, wird wieder laufen. Und ja, deswegen bin ich umso glücklicher, auch den Schritt gemacht zu haben, wieder zurück in die alte Heimat, in meinem Umfeld. Du brauchst auch die Zeit alleine mit dir selbst, ist sehr wichtig, und dich deinen inneren Dämonen und deinen inneren Fragen auch zu stellen. Aber genauso wichtig ist es auch, ein gutes Umfeld zu haben. Wir machen jetzt, wie gesagt, die Überzüge, und wenn ihr die mal nachmachen wollt, ich stehe hier nicht so wie bei normalen parallel und macht es dann so hier, sondern man steht so leicht versetzt. Der Arm arbeitet sich hier nach vorne, weil euer Latissimus sozusagen sich um eure Rippen rumspannt. Und wenn ihr so steht, ist es genau die Bewegung, die ihr macht. Und wir wollen ja möglichst genau die Funktion des arbeitenden Muskels nachahmen. Natürlich mit Gewicht dran, um den Muskel zu verdicken, beziehungsweise erst um zu schädigen und dann in der Regeneration zu verdicken.
Griffe, die sind so eine Hassliebe von mir, weil das ist ungefähr wie der Unterschied zwischen Sex mit und ohne Kondom. Die fühlen sich extrem gut an, aber da kannst du keine Zughilfen dran montieren. Also zum Rudern, da geht dir irgendwann die Hand auf und ist dementsprechend dann nicht ganz so optimal. Aber hier für Überzüge, dieser pronierte Griff, also nach innen gedreht und dann reinarbeiten. Absolut geiles Gefühl damit. Muskelversagen wurde erreicht und der Lat ist bearbeitet. T-Bar Rows. Bei 6 Platten hört der Spaß aber auf, ich sag's euch. Und deswegen brauche ich da jetzt auch Rammstein dafür und Konzentration und dann geht's voll ab. Rammstein für 10% mehr Energie. Da kenne ich die Bewegung schon in- und auswendig, deswegen konnte ich gerade einfach mein Arbeitsgewicht drauf machen und damit arbeiten. Das Schöne ist auch, ich warte gerade noch auf ein paar 20er Platten. Das heißt, mein Cardio hole ich gleich auch noch mit rein, indem ich die Platten jetzt von der einen Seite auf die andere mache. Aber hey, jede Bewegung verbrennt Fett. So muss man denken. Tatsächlich, da der zweite fühlt sich immer richtig gut an. Also der erste auch, aber so ein paar mehr Wiederholungen blasen den Lat schon gut auf. Gut, wir sind durch hier. Weiter geht's zur letzten Ruderübung. Und zwar lacht sie mich schon an, das Baby da drüben. Also, erster Satz, hauen wir das Gewicht drauf und prügeln es so lang weg, bis der Lat zerreißt. Zweiter Satz, machen wir das Gewicht von der Mitte nach oben drauf und prügeln den Lat weg, bis er zerreißt. So, der Professor hat's erklärt. Am besten hältst du die Fresse und wartest jetzt, weil
Weißt schon, ich mache heute 29 Sätze und abends dann nochmal 30 für den anderen Rückenpart. Ich habe mal Roman zum Spaß gefragt, jo Roman, schick mal deinen Plan rüber, war vor so 2-3 Jahren. Ich gesagt, ja, hä, wie kann ich das verstehen? AM, PM, also das konnte ich dann zu dem Zeitpunkt schon verstehen, morgens und abends. Und dann AM Back, Biceps, PM Back. Ich dachte, hä? Der so, ja, weißt schon, Mann. So, ich mache dann meistens so 20 bis 30 Sätze, die Rückentiefe morgens und abends mache ich dann nochmal so Accessoire-Rücken. So, für den Lat außen oder sowas. Und dann dachte ich mir, okay, stabil. Junge, jetzt kann ich mit Arnold relaten, wo der gesagt hat, it's like coming. Der Satz war kurz davor, dass in die Hose gegangen wäre. Das ist die Post-Workout-Production hier. Tja, die Chefin ist wohl nicht da. Das Schöne in meinem Haushalt, jeder kriegt zu essen. Und Essen darf es nie fehlen auf dem Tisch. So bin ich groß geworden. Bei mir gab es immer, so vielleicht viele relaten, Familie gab es immer einen Kaffee, bist immer es war immer was los im Haus. Und es ist schön, das so mitzunehmen, weißt du, aus deiner Kindheit. Das sind so coole Kindheitserinnerungen. So. Es war immer was auf dem Tisch. Wir sind fertig mit Training und mir geht's gut. Sport macht einiges aus, ja, muss ich sagen. Sport ist wirklich ein Ventil und ist ein gutes Tool, um auf jeden Fall auch schlechte Tage zu guten zu machen oder die Laune zu verbessern oder einfach, ja, sich gut zu fühlen. Und da geht es in erster Linie gar nicht darum, welchen Sport du machst. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon bei euch und hoffe, das Video hat euch gefallen. Etwas anderes Video, aber wir nehmen euch mit durch alle Tage, egal ob gut oder schlecht. Und in diesem Sinne, lasst euch nicht ärgern, vor allem bleibt stabil, bleibt positiv und uns geht's allen mal schlecht. In diesem Sinne, kämpft euch durch und bis bald.